Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Coma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es hier um um diese Schleifenanimation, die ich mit Dynamic Paint erstellt habe. Ich habe es in einem anderen Video gesehen. Ähm, Das Originalvideo verlinke ich euch in der Videobeschreibung und dann lasst uns einfach mal reinstarten, dass ihr das seht, wie ich das gemacht habe und ihr das möglicherweise auch, wenn ihr wollt, nachmachen könnt. Also, los geht's. Als erstes löschen wir dann mal alles im Viewport und dann fügen wir mal eine Plane hinzu. Der geben wir jetzt mit N und Item ein paar Maße. Mache ich X 12 Meter und Y 6 Meter. Damit habe ich dann hier die Grundplane. Da gehe ich jetzt mit 7 in die Top View. Das sollte nachher auch ungefähr passen mit der Kamera. Kann sein, dass wir da noch minimal ein bisschen anpassen müssen. Dann möchte ich jetzt einen oder mehrere Kurven hinzufügen. Und zwar nehme ich den Circle. So, den setze ich jetzt hier nach rechts und mache damit erstmal Typ Location X-Achse. Nehmen wir mal 3,7. Damit ist der nach da. Den dupliziere ich dann und dann setze ich den duplizierten auf Minus davor. Damit sind die beiden Seiten gleich weit weg. Können wir sonst nachher noch anpassen. Und dann nehmen wir noch einen Circle. Typ. So, und der soll jetzt hier rundherum gehen. Und dafür gehen wir jetzt in den Edit-Modus und nehmen die beiden erstmal weg, entfernen, Vertices und dann so Scale und dann scalen wir den einmal größer, dass wir hier drüber kommen. Müssen wir nachher noch ein bisschen einnorden und um das jetzt als Unendlichkeitszeichen hinzubekommen, nehme ich nur den Händel und den sage ich jetzt RZ 180. Damit haben wir eine Drehung im Grunde gemacht und damit kriegen wir dann hier den Überschwung. Jetzt haben wir das Problem, dieser Händel ist gelb und der andere ist rot. Und wenn wir jetzt sagen mit Subdivide noch weitere Vertices hinzufügen, sehen wir, dass wir hier ein Problem kriegen. Deswegen gehe ich jetzt mit Ctrl Z erstmal zurück. Das können wir relativ einfach fixen, indem wir den nehmen. Wir tun auch einmal R für Rotate und nur Enter. Wenn wir Escape drücken, passiert nichts, aber wenn wir den nehmen und R und Enter drücken, ist nichts passiert. Und nur, dass der Händel jetzt auch rot ist. Und wenn wir jetzt die Handles wieder nehmen und sagen dann Subdivide, kriegen wir hier schön die nächsten Handles schön gerade auch dazu. Und dann machen wir das Ganze noch einmal Subdivide und jetzt haben wir hier dann auch noch welche bekommen. Jetzt können wir diese hier nehmen und die sagen, wir müssen jetzt ein bisschen nach außen. Machen wir Scale. So. Roundabout. So, und dann noch Scale X. Und damit haben wir einen relativ schönen Kreis rundherum. Dasselbe machen wir hier auch. Hoffen wir, dass wir es ziemlich gleich kriegen. Scale erstmal raus. Dann noch einmal Scale X. Dann so
relativ schön haben. Ja, sollte ungefähr passen. Auf einen Millimeter kommt es uns nicht an. Und dann haben wir hier unser erstes Unendlichzeichen. Und ich möchte das ja noch ein bisschen attraktiver machen, deswegen machen wir jetzt noch 2 rundherum. Dafür machen wir Shift D, Scale, und dann gucken wir mal, dass wir ungefähr da so rauskommen. Dann, weil wir hier relativ früh schon übereinander kommen, mache ich noch einmal Scale und nur Y, womit wir den dann noch ein bisschen in die Breite ziehen können, allerdings nicht zu viel, so dass es noch einigermaßen gleichmäßig aussieht. Und dann machen wir das Ganze noch einmal Shift D, Scale, ups, das war jetzt zu viel. Ja, lassen wir es so. Und dann Scale, ups, machen wir dann auch noch einmal. So, damit haben wir jetzt hier so ein Dreifach und in der Mitte ein. Kann jeder auch für sich selber entscheiden, wie er es haben möchte. Und dann nehmen wir jetzt die Kollektion mal eben Curve. Da lasse ich die Kurven drin, einfach nur um es ein bisschen aufgeräumter zu haben. Ground, da kommt die Plane rein. Und dann noch eine Kollektion, die nennen wir jetzt Kugel. Was heißt Kugel auf Englisch? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ball. Und in Ball packen wir jetzt die Kugeln rein. Und zwar nehmen wir dafür eine UV-Sphere. Die möchte ich jetzt auf 64, möchte ich relativ detailliert haben. Machen wir 32, okay. Und dann möchte ich die Größe, sagen wir 3,1. Ups. Nein. 0,31. Na, ist ein bisschen klein. 0,35. So. Das sollte ungefähr passen. Dann noch einmal Ctrl A und dann Scale. Damit haben wir hier den Scale angepasst, genauso wie wir es hier auch noch machen müssen. Scale, so, damit das nachher schön passt. Dann möchten wir jetzt natürlich die Kugeln auf unserer Laufbahn haben. Und dafür nehmen wir die Kugel, gehen dann hier auf Constraints und können dann hier sagen Follow Path. Und hier können wir dann die auswählen. Und dann machen wir Shift D für die zweite, den rausnehmen, nächste Curve wählen, dann wieder Shift D, eine Maustaste drücken, dann wieder hier raus, Pipette, nächste Curve, dann Shift D, dann raus, Pipette, nächste Curve und dann noch einmal Shift D, weg, Pipette, nächste Curve. So, damit haben wir jetzt die Kurven alle erstellt und dann gibt es hier die Möglichkeit, mit diesem Ball quasi zu bewegen und hiermit können wir den rund fahren lassen. 0 ist der Startpunkt im Grunde und 100 ist 100% einmal rund und das gilt für jede Bahn. Und so machen wir das jetzt im Grunde dann fertig. Wir setzen hier erst nochmal 0 rein und dann animieren wir die folgendermaßen, dass wir hier auf die Timeline gehen. Dafür müssen wir allerdings jetzt unsere Timeline noch etwas anpassen. Ich möchte nämlich, da nicht drauf,
hier drauf. Also ich lasse es hier in Cycles und hier mache ich es jetzt auf 4K möchte ich nämlich machen. Und ich mache 60. Na, warum hat er das nicht genommen? 60. Und jetzt gibt es ein Problem hier, das werde ich euch gleich näher erklären. Und zwar bei 24 Frames und 250 Frames insgesamt, also Frames per Second, 2 Frames, kommen wir ungefähr bei 10 Sekunden raus. Und wenn man diese 10 Sekunden dann mit 60 Frames multipliziert, kommt man ungefähr auf 625 Frames. 625 Frames wäre dann eine Runde und ich möchte jetzt erstmal 3 Runden fahren. Warum, seht ihr gleich. Und deswegen muss ich die 625 mal 3 wäre 1875 und damit habe ich meine ganzen Frames. Dann möchte ich natürlich noch den Speicherordner festlegen und zwar in meinem Ordner Blender und da habe ich jetzt erstmal einen erstellt für den ersten Versuch. Capt und damit haben wir den Ordner festgelegt für unsere Bilder nachher. Genau. So, dann haben wir 1875 Frames und das war's dann hier mit der Grundeinstellung. Dann sollten wir regelmäßig speichern. Ich speichere jetzt das erste Mal, weil nämlich das relativ häufig passiert, dass es abstürzt bei dem Dynamic Paint und deswegen lieber einmal mehr abspeichern und deswegen machen wir das. Ich nenne es jetzt einfach Test 01, 01 und dann fertig. Gut, dann haben wir abgespeichert. Wir haben hier unsere Frames, unsere Endframes. Wir haben noch die Einstellung für die Kamera schon mal vorgemacht. Dann gehen wir hier auf Caustics und hier haben wir unsere Timeline. Das heißt, hier bei dem ersten Frame machen wir 0, Enter und dann gehen wir in den letzten Frame und da sagen wir jetzt, weil er dreimal drehen soll, 300 und wir bekommen ein Keyframe. Dann dasselbe hier auch. Hier geben wir direkt 300. Allerdings möchte ich jetzt, dass der in die andere Richtung geht. Sollte wahrscheinlich gut aussehen. Und sagt dann ein Keyframe setzen. Dann gehen wir schnell wieder zurück. Gehen hier hin und setzen den auf 0 und setzen auch ein Keyframe. Dasselbe machen wir jetzt für den 0, wir stehen bei 0, gibt ein Keyframe und dann auf den letzten so und dann 300. Okay, Keyframe. Bei denen hier, die möchte ich jetzt ein bisschen weiter auseinander haben, deswegen gucken wir erstmal beim Punkt 1 und sagen dann den und sagen da 5, nein, da machen wir ein Minus vor, minus 5, so, dann ist er ein bisschen weiter zurück und setzen da ein Keyframe und dann geht es nach hier hinten, 300 minus 5 sind dann 295, so, Keyframe. Dann gehen wir wieder auf 1, den und den setzen wir jetzt auf minus 10, machen einen Keyframe und dann nach hier und machen dann 290 für 290. So,
und fertig. Für die Animation ist jetzt noch eins wichtig. Dafür gehen wir mal eben auf Preference, gehen auf Animation, dass hier linear steht. Das heißt, der fängt linear an und hört auch linear auf und dann fängt die Google nicht erst an langsam zu laufen, wird schneller und dann hier irgendwo Höhepunkt und dann hier wieder langsam zurück. Deswegen ist es interessant, hier bei Animationen auf linear zu stellen oder zu gucken, dass es da halt eben auch linear ist. Und dann können wir jetzt weiter, oder wir lassen das jetzt erstmal fortlaufen und schauen mal, wie es aussieht. Und das wäre dann ungefähr das Ergebnis am Ende. Da können wir eben ein paar Punkte zurück. Ja, ist eng, aber es geht. Trifft sich nicht. Gut. Einzige, was wir jetzt noch, oder was man machen könnte, wir können den nehmen und sagen x 1,9. Damit ist er etwas kleiner und damit haben wir da auch kein Problem mehr. Dasselbe machen wir dann hier. 1,9. Dann müssen wir nur Scale für den annehmen. Scale. Damit ist das wieder auf 1 und dann passt das. Gut, damit haben wir die Grundanimation fertig. Jetzt möchten wir natürlich noch, dass er uns hier natürlich was dann reinzeichnet. Dafür gehen wir als erstes auf die Plane und müssen dafür jetzt erstmal eine Kleinigkeit machen. Dafür gehen wir jetzt in den Edit-Modus, machen rechte Maustaste Subdivide und tippen hier mal ganz frech 100 ein, damit wir erstmal genug Grundvertices haben, womit er arbeiten kann. Dann gehen wir wieder Tab raus, dann gehen wir auf Physics, Dynamic Paint, Canvas und dann hat er hier Startframe und Endframe. Von Paint tun wir auf Displays übersteigen. Dann mache ich den Displays Faktor, setze ich auf 2. Das finde ich angenehmer, könnt ihr auch gerne mit 1 ausprobieren. Dann mache ich diesen hier auf, wie heißt das? Dissolve. Und hier ist dann, wie schnell das nachher wieder zurückgeht. Das heißt, wir drücken es ein und dann geht es wieder zurück. Wir gucken gleich mal, wie das dann aussieht. Und damit war es das für die Plane. Und dann machen wir dasselbe auch für die Kugeln. Jetzt haben wir hier nicht Canvas, sondern Brush, weil die sollen ja zeichnen. Und dann können wir hier alles so lassen, dann sollte das funktionieren. Und wie man sieht, zeichnet die Kugel jetzt und dann geht es danach relativ schnell wieder zurück in das alte Format. Und desto höher ich jetzt hier die Zahl setze, sagen wir mal 6,25, dauert das auch länger, bis das wieder zurückgeht. Und ich finde das cool, wenn das so gerade wieder weg ist, wenn er ankommt. Und deswegen mache ich das noch ein bisschen höher und nehme ich mal das doppelte 1250. So, und dann sollte er, jetzt fängt er nochmal wieder neu an, eine Runde fahren. Und jetzt sieht man, hier geht es langsam wieder weg. Und dann ist es noch so eben da. Und er drückt es dann wieder runter. Finde ich persönlich sehr schön. Man hat es noch so eben. Wir können sonst einmal sagen, wie sieht es aus mit 1050. Muss dann dafür allerdings nochmal eine Runde laufen.
Ja, das finde ich auch. Noch in Ordnung. Lassen wir noch eine Runde laufen und dann... Ja, damit ist er fast weg. Lassen wir das so. Dann Physics auch drauf. Hier, da. Brush, Brush, okay, geht ja jetzt. Das geht ja schnell. So, und damit haben wir alle, die jetzt schön Linien ziehen. Und wie wir sehen, sollten wir jetzt hier das Feld noch etwas vergrößern. Hier hinten auch. Geht ein bisschen raus. 7. Dann machen wir das Feld mal eben 14. Und dann machen wir hier 7. Ja, warte, gehen wir mal eben nach da. Fängt dann neu an. Dann können wir nachher die Kamera schön drauf einstellen. Wichtig ist jetzt nochmal eben Scale. Und dann, wenn ich gehe jetzt nochmal nach hier hinten hin, wenn wir jetzt starten und er startet am Anfang, haben wir immer hier den Anfang. Und das heißt, wenn wir nur einmal durchlaufen lassen, haben wir hier den Anfang und kommen dann nicht weiter. Und deswegen wollen wir das Mittelstück nehmen und sagen, der Startframe ist dann nachher 625 und der Endframe ist dann 1050. Und damit haben wir dann hier nur dieses Mittelstück, was wir dann benutzen, was dann dementsprechend gut ist. Ja, aber damit das jetzt dann funktioniert, müssen wir hier Cache gehen und sagen erstmal Bake. Damit baked er die ganze Reihe. Und dann haben wir eine schöne runde oder einen schönen runden Loop. Wo habe ich jetzt den Fehler gemacht? Ach, 1050. 1250, wenn ich rechnen kann. So. Das heißt, fängt da an, geht rund und geht dann sofort wieder weiter. Und das ist dann der Vorteil, wenn wir hier das vordere Stück mitnehmen und wir nehmen nachher nur dieses Stück und dann haben wir damit eine saubere Schleifenanimation. So, damit wir das jetzt noch ein bisschen schöner haben, gehen wir auf die Plane, rechte Maustaste, Shade Smooth. Dann können wir hier auf die Modifier gehen und sagen dann, wir nehmen noch einen Smooth Modifier und dann können wir hier oben in der Ecke den Cavity einschalten und dann hiermit rumspielen, um dann ein bisschen bessere Kanten zu kriegen. So ungefähr könnt ihr für euch gucken und dann dementsprechend einstellen. Und dann können wir noch einen Subdivision hinzufügen. Subdivision, dadurch wird das auch nochmal klarer. Den machen wir aber jetzt im Viewport aus, weil der, wie heißt es,
ähm, dann vom Berechnen her schwer wird. Und wenn ihr dann noch eine Sache machen möchtet, wäre, wir gehen nochmal in den Edit-Modus, nochmal rechte Maustaste, nochmal Subdivide und das können wir auch noch mitnehmen, aber nur auf 1 und dann Tab und damit haben wir das Ganze noch einmal etwas feiner. Jetzt müssen wir allerdings danach noch einmal wieder baken. So, und damit sieht das schon ziemlich fein aus und dann können wir hier den Smooth etwas höher ziehen und ich nehme jetzt mal eine 20 und damit haben wir ein schönes, reines Bild für nachher. So, dann nehmen wir mal noch ein neues, eine neue Kollektion, die nennen wir jetzt Kamera Light für Kamera und Licht und dann machen wir hier eine Kamera hinzufügen, machen wir Ctrl Alt 0 für die Sicht, die wir gerade haben und dann nehme ich die Kamera erstmal X0, Y0, damit sind wir mittig drüber und dann möchte ich wie im Erklärvideo auch ein Focal Length haben von 100 und dann ziehen wir hier raus, bis wir komplett drüber sind. Ne, das lassen wir jetzt erstmal so. Ich möchte dann noch einmal die Plane ein bisschen größer machen. Warum hat er das von vorhin nicht übernommen? 14, 7, nehmen wir da 8. So, dann Shade Smooth und Scale. Jetzt können wir die Kamera noch ein bisschen rausziehen. Machen wir mal 35 oder machen wir 36. Ja, nehmen wir 36. Und da wir den Scale geändert haben, müssen wir jetzt von der Plane noch einmal baken. So, und dann fügen wir jetzt noch ein Licht hinzu. Nehmen wir ein Area Light. Das setzen wir jetzt mal G hier hinten auf die Ecke. Machen wir mal grob. Und dann machen wir mal 1 G Z. Setzen wir mal ungefähr nach da. R. So dass er relativ mittig trifft. Dann nehmen wir 3 und sagen auch R, so dass er hier auch relativ mittig trifft. Nö, könnte ein bisschen mehr. Dann machen wir nochmal 3 und sagen R und den machen wir hier ungefähr am Ende. Oh, immer noch nicht getroffen. 7 R. Machen wir mal so. Dann
Gucken wir nochmal. Von der Höhe kann er jetzt noch runter. 1. So. Ja, dann sind wir ungefähr mittig da drauf. Das gefällt mir. Und dann machen wir das Licht als Disk. Dann will ich das ein bisschen größer scalen. Sagen wir, machen wir mal 5 Meter und dann nehmen wir mal 1500 Watt und wir gehen mal in den Shader Editor, um zu sehen, wie das dann ungefähr aussieht. So haben wir die Seite heller beleuchtet, die Seite dunkler beleuchtet und das gibt dann noch mit dem Schatten und so weiter einen ganz netten Nebeneffekt. Dann als allerletztes wollen wir dem Ganzen noch Farben geben. Dafür gehen wir in den Shader Editor. Wir nehmen die Plane, sagen Material und fügen eine Color Ramp hinzu und eine Layer Weight. Dann nehmen wir den Facing und die Color und Roughness nehmen wir down, also runter. Dann nehme ich die schwarze Farbe, ändere ich in den Hex, und zwar C29EAAFF. So, das ist ein leichtes Rötlich und die zweite Farbe, das Weiß, ändere ich jetzt in ein 3CFF03FF, was ein cooles Grün ist. Und dann kann ich hier mit dem Fresnel das Ganze aggressiver machen. Und damit habe ich jetzt hier schön ein Grün. Als Kontrast. Also ein leicht rötlicher Boden und dann das Grün als markierende Farbe von dem Unendlichzeichen. Gut, damit haben wir das auch. Und zwar möchte ich jetzt noch die Kugeln machen. Und dafür nehme ich das, sag Copy, gehe auf eine Kugel, sag Neu, sag Paste. Und für die Kugeln muss man das ein bisschen anpassen. Wenn man jetzt nämlich auf die Kugel sieht, die sollte ich auch noch Shade Smooth machen, dann ist es auf jeden Fall, dass das etwas feiner ist und dann nehmen wir mal eine 0,65 und das finde ich dann schon schöner, weil es hier nur die Außenkante ist. Jetzt machen wir noch Shade Smooth und damit haben wir hier eine schöne Kugel, wo das Licht auch reflektiert wird, die nur außen rundherum den Grünstich hat und in der Mitte das dementsprechend. Dann können wir jetzt hier sagen, wir nehmen die Kugeln und dann die und jetzt können wir Ctrl L machen, Material, und damit haben die alle das gleiche Material. Und dann müssen wir nur noch einmal reingehen und sagen Shade Smooth, Shade Smooth, Shade Smooth.
Shade Smooth. So, damit haben wir unsere Szene soweit fertig. Jetzt überlege ich nur noch, ob ich den Kugeln vielleicht ein bisschen mehr Grün gebe, sagen wir mal 0,7. Das könnte ein bisschen viel sein. Dann gehen wir doch wieder auf 0,68, 0,65. Ja, lasse ich so. Gut, dann möchte ich hier noch den Color Management umstellen. Dafür gehe ich jetzt noch einmal in die Kamera mit 0 auf High Contrast und dann auf Filmic, was dem Ganzen noch einen anderen Anstrich gibt. Und dann fürs wo war's? Da. Fürs Bearbeiten, damit es schneller geht. Hier kann eine 1 rein. Den können wir rausnehmen. Den können wir rausnehmen. Und damit können wir das dann rendern. Und dann sehen wir hier auch, dass er automatisch nur den Renderbereich genommen hat, den wir auch in der Timeline eingestellt haben. Wichtig nochmal hier gucken, dass der Ordner passt. Ich möchte es erst in PNG machen und dann nachher als Video machen. Und deswegen lasse ich das so. Und wenn ihr das auf ein Video machen möchtet, könntet ihr hier FFmpeg Video machen. Aber das sollte dann funktionieren. Jetzt mache ich noch einmal den Cache, weil ich jetzt noch ein bisschen rumgespielt hatte. So, Delete und Bake. Da baken wir das noch einmal. Dann speichern wir, Save und machen wir einmal F12 als Beispielbild. Und so sähe dann ein Bild davon zum Beispiel aus. Hier schön mit den Spiegelungen vom Licht, hier hinten auch so ein bisschen auf den Kugeln, auf der Kugel, und so kriegen wir ein schönes Symbol. Ich mache das Bild jetzt erstmal wieder weg und dann rendern wir das Ganze. Dafür, um weniger Rechenleistung zu benutzen, gehe ich da eben, dann noch einmal speichern und dann Render-Animation. So, damit war es das hier mit unserem Rendern. Wir sind jetzt beim Bild 1250, angefangen sind wir bei 625. Und damit können wir das Fenster jetzt schließen und wir speichern noch einmal ab. Save, und dann gehen wir auf den Video Editing. Hier möchte ich dann erstmal wieder den Timecode raushaben. Und hier gehe ich jetzt erstmal auf 625 und genau, Frames. Dann die Bildqualität oder die Auflösung. Dann 60 Frames. Hier machen wir genau den Ordner fest. Fertig. Damit haben wir die Grundeinstellung zusammen. Dann können wir hier rein sagen Shift A, Image-Sequenz hinzufügen. Da können wir auch hier drauf gehen. Und dann können wir
alle Bilder nehmen, bis auf das erste, weil ich mich nämlich verzählt hatte. Wir hätten bei 626 anfangen müssen, aber damit passt das. Image Sequence hinzufügen. Damit haben wir die Image Sequenz für einen Umlauf. Und dann fängt es wieder an. So, jetzt möchte ich dann noch eine Musik hinzufügen. Dafür möchte ich das hier nehmen. So, setze ich auf 1 und die Musik mache ich aber Lautstärke 0,5, etwas leiser. Jetzt können wir mal gucken, wie lang die Musik ist. Soll ungefähr 1 Minute gehen und dann können wir den hier Duplicate und setzen den an den ersten quasi dran. 626 und dann Shift die, dann noch einmal und gucken wir mal eben. (1050), also bei 1051 müssen wir hin. So. Genau, dann das Ganze noch einmal gucken hier. 2, 3, 4, 5 und dann 6, 7, 8 geht's weiter. Und dann machen wir das Ganze noch einmal. Shift D. So. Und machen wir es noch einmal. Shift D. Passt auch. Gut, jetzt sind wir allerdings ein bisschen länger als die Musik. Aber das wird nichts ausmachen. Wo sind wir dann jetzt? Bei 3125 und dann tun wir den Endframe auch setzen auf 3125. So. Und ob dann hier am Ende die Musik ausläuft, ist im Grunde egal. Wir könnten auch sagen, wir machen hier Schluss und lassen hier die Musik auslaufen, aber das macht nichts. Damit haben wir die Image-Sequenz fertig mit der entsprechenden Musik, die ich mir jetzt überlegt habe dazu. Ja, hier läuft nicht ganz schön gerade, aber es ist okay. Hätte ich die Engel noch etwas besser aufteilen müssen. Gut, und das war's dann im Grunde.
So, damit können wir das jetzt noch rendern. Oder erst speichern wir einmal. Save. Dann nehme ich dasselbe und nenne das Ding dann Video. So, so. Und dann rendern wir das mal eben. So, damit haben wir das fertig und wir können das Fenster schließen und unsere Animation ist geglückt. Das heißt, wir können das noch einmal speichern. Und jetzt hoffe ich, dass euch das viel Spaß gemacht hat, dass ihr dabei was lernen konntet, dass euch das was hilft, dass ihr das für eure eigenen Projekte nutzen könnt. Und gerne lasst mir ein Like oder einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Und jetzt könnt ihr euch das Abschlussprojekt oder das Endergebnis noch in Ruhe angucken. Bis dahin, alles Gute. Ciao.